Hallo aus der Nähe von Malaga, hier im Süden Spaniens. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und wir wollen uns heute und in den nächsten Tagen unter anderem den spektakulären Naturpark El Torcal hier hinter uns anschauen und dann auch noch den sagenumwobenen Caminito del Rey bezwingen. Bevor wir das in Angriff nehmen, blicken wir aber noch einmal ganz kurz zurück, denn für diejenigen unter euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir waren in den letzten 2,5 Wochen über Weihnachten und Neujahr zum Heimaturlaub in Deutschland und haben währenddessen unseren Van in Malaga auf einem Parkplatz für Wohnmobile zurückgelassen. Da haben wir ihn vor inzwischen 3 Tagen direkt nach unserem Rückflug wieder abgeholt. Und wie sehr stinkt's? Aushaltbar. Ja? Cool. Und Strom 100%. Solar ist ein Traum. Ja. Eingelagert hatten wir ihn bei Carcamper in Malaga. Die Website davon blenden wir euch hier unten irgendwo ein. Die haben wir ganz einfach über eine Google-Suche gefunden, eine Mail hingeschrieben und dann wurden wir von Francisco, der super Englisch spricht, ganz freundlich in Empfang genommen. Es hat alles super reibungslos funktioniert. Der Van ist ein bisschen dreckig geworden vom Regen und Sahara-Staub, aber ja, abgesehen davon sind wir super zufrieden und er war da eben Tag und Nacht bewacht. Das waren also, glaube ich, ganz gut investierte 85 €. Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann direkt abends noch aus Malaga rausgefahren zu einem kleinen Stellplatz am Rande des Ortes Alhora. Da gibt es einen kleinen kostenfreien Stellplatz mit Fähr- und Entsorgung, sodass wir da direkt unsere Tanks wieder auffüllen konnten. Da haben wir uns dann erstmal ein bisschen sortiert, unsere Taschen ausgepackt, die Solarmodule vom Dreck befreit und abends mit einem herrlichen Blick über das Tal den Sonnenuntergang genossen. Am nächsten Tag haben wir da dann auch mal unsere Drohne kurz in die Luft geschickt. Davon wollen wir euch ein paar Aufnahmen zeigen, denn das sah echt cool aus. Und dann sind wir hierher gefahren, eine knappe Stunde über schmale Straßen, über die Berge, mit immer wieder kleinen Zwischenstopps, um uns die Landschaft anzuschauen. Wir sind hier am Rande des Naturparks El Torcal. Den gehen wir uns jetzt anschauen. Los geht's! Wir sind hier jetzt am ersten Aussichtspunkt, noch vor dem Besucherzentrum. Und ja, ihr seht, es ist sehr, sehr bergig hier. Wir wussten das ehrlicherweise gar nicht so, wie bergig das hier sein würde, bevor wir zum ersten Mal in die Nähe von Malaga gekommen sind. Wir waren nicht so richtig informiert, aber naja, es ist in jedem Fall sehr, sehr schön hier, finden wir. Voll. Der Naturpark El Torcal, der selbst nur auf einem Ausläufer des zentralen Gebirges liegt, liegt auf einer Höhe von etwa 1100 bis 1400 Metern.
An klaren Tagen kann man von hier das rund 50 Kilometer entfernte Malaga und das Mittelmeer erblicken. Diese Höhe ist ganz schön erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Gegend hier vor 100 Millionen Jahren noch tief am Grund des Mittelmeeres lag. Seither haben sich die afrikanische und die eurasische Kontinentalplatte so sehr aufeinander zubewegt, dass sich hier Berge auftürmten. Mit der Zeit haben Wind und Wasser die Sedimente abgetragen und so bizarre Kalkfelsformationen geschaffen. Heute ragen Felsentürme in den Himmel, Höhlen und schmale Schluchten fallen fast senkrecht in die Tiefe. Und Jahr für Jahr kommen Tausende von Touristen, Naturliebhabern und Geologen in den Naturpark, um die einzigartige Landschaft zu bestaunen. Es gibt 2 ausgeschilderte Wanderwege, einen 2,5 Kilometer langen Rundweg und eine 1,5 Kilometer lange Kurzversion davon. Ein Besucherzentrum informiert über die Entstehungsgeschichte, Flora und Fauna. Neben 600 Pflanzenarten beherbergt der Naturpark auch zahlreiche Tiere, darunter Bergziegen und Steinböcke, aber auch Dachse, Füchse und diverse Geierarten. Apropos schlecht informiert, Tina, die hat die richtigen Schuhe angezogen. Ich habe gedacht, oh, kleiner Spaziergang, lasse ich meine Tourschuhe an. Damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie wir, es lohnt sich, richtige Schuhe anzuziehen. Man muss hier doch so ein bisschen über Stock und Stein laufen. Und durchs Nasse, wenn es so viel geregnet hat wie in den letzten Tagen. Es ist echt super schön hier. Also echt beeindruckend, diese Felsformation. Ich würde schon sagen, fast einzigartig. Wir haben sowas auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ein bisschen erinnert mich das an Schweden. Ja, ein bisschen. Einen Naturpark, aber nicht so viel. Also ja. Das hier schon. Ja, das ist schon richtig cool. Und also, lohnt sich. Kommt hierher. Lohnt sich, ja. Alleine die paar Meter, die wir jetzt gelaufen sind. Selbst wenn man nicht den ganzen Weg laufen will. Ein paar Meter? Fühlt sich nach einer Stunde an. Nicht ganz, glaube ich. Das ist noch der Weihnachtsspeck. Ja. Der in den. Muss weg. Ja. Der gelbe Weg, das ist der lange von den beiden Wegen, die es gibt, und den laufen wir hier gerade, und der ist 2,8 Kilometer lang, aber hier gibt es überall Abzweigungen, also wenn man will, kann man hier bestimmt einen ganzen Tag verbringen.
Yay, zurück in der Sonne. Ja. Das wird doch ganz schön frisch, wenn man da im Schatten von diesen dicken Felsen ist. Ja, voll. Also zumindest jetzt im Winter. Wir haben, was haben wir, 14, 15 Grad? Ja, ja. Da sind wir wieder an unserem dreckigen Auto. Wir haben es geschafft. Es war sehr, sehr schön. Also Richtig kann man schön. wirklich absolut empfehlen. Ja. Wenn man noch mehr Tiere sehen will, als wir es schon gesehen haben, dann sollte man sehr früh hierher kommen, haben wir uns sagen lassen. Das ist jetzt nicht so unbedingt unsere Paradedisziplin, aber vielleicht ist das ja was für euch. Wir fahren jetzt einfach runter zum Stellplatz, zurück. Wir haben nicht Lust, heute noch auf große Reise zu gehen. Damit machen wir morgen weiter. Und wenn es weiterhin so wolkenlos bleibt, können wir vielleicht noch ein bisschen Sterne fotografieren heute. Hier gibt es auch eine Sternwarte. Also es ist eine Gegend mit sehr wenig Lichtverschmutzung. Also vielleicht klappt das. Ja, schauen wir mal. Ja. Was machst du? Arbeiten. Im Bett? Ja, Aha. das ist mein Soft Office. Dein Soft Office. Ja. Oder mein Boffice. Bed Office. Okay. Lass sie nicht aufhalten. Okay. Guten Morgen, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Caminito del Rey. Los geht's. Noch ein kurzer Stopp. Ich springe hier fix in den Supermarkt rein, damit wir heute Abend auch was zu essen haben. Und der Lidl-Parkplatz, da war alles voll. Wir mussten jetzt hier auf so eine Nebenstraße ausweichen, aber ja, das will man machen. Ja. Und ich bleibe in der Zeit hier im Auto, damit wir nicht alle unsere Sachen wegpacken müssen. Denn normalerweise schließen wir unsere Laptops, unsere Kameras, unsere Festplatten alle in den Safe, wenn wir beide das Auto verlassen. Da hatten wir jetzt keinen Bock drauf und wir brauchen eh nur ein paar Sachen aus dem Supermarkt. Das gibt mir aber auch die Chance, über Bookbeat und das Hörbuch zu sprechen, das wir gerade beim Autofahren hören. Wir haben nämlich schon auf dem Flug von Malaga nach Deutschland die aktuellste Biografie der Queen gehört, Queen of Our Times.
Denn wir haben vor kurzem bei Netflix The Crown geguckt und wollten dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und die Biografie ist wirklich wahnsinnig gut geschrieben und super interessant. Wir hören sie hier direkt über unser Navi, über CarPlay. Dafür gibt es Bookbeat als App. Man kann die Hörbücher aber genauso auf dem Handy streamen oder downloaden, wenn man sie zum Beispiel offline ohne Internet hören will. Wenn auch ihr Bookbeat mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt wieder ein richtig gutes Angebot. Klickt euch durch auf bookbeat.de/otter oder klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr Bookbeat momentan 2 Monate gratis testen. Es gibt Zugriff auf über 700.000 Bücher und vor allem keine Beschränkung auf nur ein Buch pro Monat, wie es sie bei anderen Anbietern gibt. Auch eine ganze Spiegel-Bestseller-Kategorie gibt es. Wir können es absolut empfehlen. Schaut es euch also gerne mal an. Oh mein Gott, wir haben hier gerade im Vorbeifahren diese Burg gesehen, da mussten wir direkt anhalten. Wir sind hier im Ort Antequera und ich habe gerade auch die Drohne schon in die Luft geschickt. Guckt euch das an. Und hier ist auch, da kann man das sehen, hier ist auch direkt ein Wohnmobilstellplatz mit einem perfekten Blick auf diese Burg. Also ja, wir haben hiervon noch nie gehört. Erstaunlich eigentlich, es ist wahnsinnig schön. Wir sind jetzt angekommen hier auf dem Parkplatz des Caminito del Rey. Es ist ganz schön was los hier. Der Parkplatz ist packevoll, was vermutlich auch daran liegt, dass man momentan die Wanderung hier vom südlichen Ende der Schlucht aus startet. Hier gibt es nicht so viele Parkplätze. Normalerweise startet man im Norden. Da ist aber vor ein paar Wochen ein Teilstück der Strecke von herabstürzenden Felsen mitgerissen und beschädigt worden. Deswegen kann man da momentan nicht hin. Deswegen startet man von hier und läuft dann so weit, wie es geht und dann eben ja über einen leicht anderen Weg zurück. Hier auf diesem Parkplatz kann man wohl auch mit dem Wohnmobil übernachten. Das haben wir mehrfach gelesen. Hier stehen auch ganz, ganz viele. Das werden wir dann jetzt auch machen und uns morgen sehr, sehr früh zwischen 7 und 8 dann da vorne anstellen und versuchen noch ein Ticket zu bekommen. Normalerweise geht das nur über Voranmeldung, also dass man über Wochen hinweg vorher sich ein Ticket bucht. Das haben wir nicht gemacht, aber jeden Tag werden, ich glaube, 50 Tickets auch noch an diejenigen vergeben, die sich als erstes anstellen. Da werde ich versuchen, morgen dabei zu sein und dann melde ich mich wieder. Bis morgen. Guten Morgen, ihr seht, ich habe schon einen Helm auf, das heißt, es hat geklappt, noch ein Ticket zu bekommen. Ich war tatsächlich zu früh, ich war um 8 Uhr dort und war der Erste an der Schlange. Nach mir kamen noch so knapp 20, die sich auch noch eins dieser 50 Tickets geschnappt haben. Ich hatte gehört, dass manche Leute schon um 7:30 Uhr anstehen und ich wollte nicht zu spät sein. Naja, super ist es. Ich bin heute ausnahmsweise mal alleine unterwegs. Tina hat es ja so ein bisschen mit Höhenangst. Deswegen bleibt die heute im Van und ich gehe mal auf Solo-Abenteuer.
Das ist schon ganz schön verrückt. Wieder einer dieser Wege, wo man darauf vertrauen muss, dass das, was sie gebaut haben, hält. Der Caminito del Rey, was übersetzt so viel wie schmaler Königspfad bedeutet, ist ein rund 3 Kilometer langer Wanderweg, der an den steilen Klippen der schmalen Garganta del Chorro Schlucht entlang führt. Der ursprüngliche Weg wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut, um hier Talsperren und ein Wasserkraftwerk zu unterhalten. Durch Witterungseinflüsse und aufgrund des weichen Sandsteins verfiel der Weg mit der Zeit, sodass an vielen Stellen die Betonplatten fehlten und nur noch einzelne Stahlträger übrig blieben. Nachdem es rund um die Jahrtausendwende zu einigen tödlichen Unglücken auf dem Caminito und in der umliegenden Schlucht gekommen war, sperrte die Regionalregierung den Weg. In dieser Zeit wurde er häufig als einer der gefährlichsten Wanderwege der Welt bezeichnet. Einige Jahre später wurden Anstrengungen unternommen, den Weg zu modernisieren, um ihn wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2015 konnte der neu geschaffene Caminito, der größtenteils direkt über dem alten Weg errichtet wurde, eröffnet werden und ist seither für jeden nach Voranmeldung begehbar. Ich dachte erst, es sei ein bisschen doof, in so einer großen Gruppe zu gehen, aber es verläuft sich doch ganz gut. Und wir haben alle einen Knopf im Ohr mit dem Guide verbunden und er erzählt uns eben die ganze Zeit interessante Fakten zu diesem Weg. Also ich würde sagen, doch eine Guided Tour ist der bessere Weg. Der Weg ist natürlich spektakulär, aber auch das Tal hier nördlich der Schlucht ist wahnsinnig schön. Also es ist wirklich richtig einfach schön. Hier schweben auch immer wieder riesige Vögel über uns drüber, Geier. Und der Guide hat gerade gesagt, die haben Flügelspannweiten von bis zu 2,8 Metern. Also wirklich riesige Vögel. Kurz hinter diesem Punkt mussten wir dann umdrehen und uns durch ein paar Tunnel auf den Rückweg machen. Wie gesagt, das war nötig, da das nördliche Ende des Wanderwegs momentan leider gesperrt ist. Einerseits natürlich schade, nicht den vollständigen Caminito laufen zu können. Andererseits spart man sich so den Shuttlebus und, viel wichtiger, kann auf dem Rückweg nochmal etwas Zeit in der faszinierenden Schlucht verbringen und ein zweites Mal über die Hängebrücke laufen. Das war absolut genial, eine wirkliche Empfehlung meinerseits. Ja, die Wege sind definitiv ein bisschen verrückt zwischendrin und ja, sagen wir einzigartig. Aber wer so ein kleines bisschen schwindelfrei ist, sollte damit, denke ich, zurechtkommen. Man kann sich im Grunde überall irgendwo festhalten. Richtig, richtig cool. Ihr seht, wir sind schon wieder richtig durchgestartet und haben die ersten Tage zurück in Südspanien ordentlich genutzt. Wir haben aber noch ganz viele Ziele vor uns. Zuerst wollen wir uns noch 2 Sachen im Inland anschauen und dann geht es zumindest für eine Weile erstmal wieder zurück zur Küste. Ja, genau. Auf beides freuen wir uns schon richtig und sind super gespannt, wie das so wird. Die Fahrt vom El Torcal hierher zum Caminito war schon wieder echt schön durch die bergige Landschaft.
Wenn ihr sehen wollt, was wir hier als nächstes erleben, ob Andalusien halten kann, was wir uns davon versprechen und ob wir hier irgendwo einen Deckel für unseren Wassertank finden, denn den haben wir leider vergessen in Deutschland zu kaufen, dann schaut auch gerne nächsten Sonntag wieder vorbei. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, drückt gerne unten auf den Daumen hoch. Damit könnt ihr uns und unseren Kanal unterstützen. Das würde uns sehr freuen, denn damit zeigt ihr dem YouTube-Algorithmus, dass wir hier Videos produzieren, die es sich lohnt anzuschauen. Drückt gerne auch auf den Abonnieren-Button, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir stehen kurz vor 45.000 Abonnenten, was absoluter Wahnsinn ist. All diese Meilensteine sind immer wieder unglaublich und ich glaube, wir werden uns dieses Jahr noch was überlegen, sollten wir es schaffen, 50.000 Abonnenten zu erreichen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt verabschieden wir uns erstmal für heute. Freuen uns, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit hoffentlich nicht allzu eisigen Wintertemperaturen. Ich hoffe, zuzuschauen hat genauso viel Spaß gemacht, wie es zu erleben. Und damit viele Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Gato. Oh, möchtest du die Katze töten? Und ein Marder. Aber die Katze fängt ja gerade die Maus, ne? Ja. It's a circle of love. So bescheuert. Gut. Wonderful. Thanks. Ich finde ja mit dem Nasenring siehst du ein bisschen aus wie eine Kuh. Ich finde, du siehst aus wie eine Kuh. Ohne Nasenring. Du bist im Bild. Sorry. Hüpf mal, hüpf mal, hüpf mal. Nein, hier die Kamera. So.